Kennst du das auch? Du spielst zu Hause Gitarre, spielst deinen Lieblingssong, plötzlich verkrampft die Hand, ein unsauberer Ton da, ein schnarrender Akkord dort und ja, das Spiel klingt einfach etwas holprig und nicht musikalisch. Damit dir das in Zukunft nicht mehr passiert, zeige ich dir heute eine grandiose Übung, die eigentlich schon 200 Jahre alt ist, aber die wenigsten heute noch kennen. Viele Gitarristen kennen das Problem. Oft klingt ein Akkord einfach unsauber, irgendein Ton schnarrt und ja, das klingt einfach für den Mitbewohner, für den Zuhörer und für einen selbst dann nicht mehr so flüssig und musikalisch, wie es klingen sollte. Das größte Problem ist meistens, und das ist das Paradoxe an der Sache, dass wir zu fest drücken. Also wenn es nicht sauber klingt, die erste Intention ist, wir müssen fester, noch kräftiger drücken und ja, wir drücken dann alle viel zu fest. Ich schließe mich da nicht aus. Und das Ganze ist natürlich ein Teufelskreis. Je fester du drückst, desto mehr verkrampft deine Hand und die Töne klingen dann einfach nicht mehr sauber. Du triffst auch nicht mehr die richtigen Saiten. Und dafür zeige ich dir heute eine spezielle Übung, die mir sehr viel geholfen hat und ja, ein wirklicher Augenöffner ist. Die Übung ist eigentlich schon 200 Jahre, wahrscheinlich noch älter, alt und ein gewisser Francisco Tarrega hat die Übung aufgeschrieben. Und in der Übung geht es darum, dass wir lernen, einen schnarrenden Ton zu halten, zu erzeugen, um ihn dann später im Spiel zu vermeiden. Und dass das eine wirklich mächtige Übung ist, kann ich bestätigen. Du bewegst dich viel lockerer am Griffbrett, wenn du weißt, wie viel Kraft wirklich nötig ist, um einen Ton nach unten zu drücken. Und mich wundert es auch nicht, dass die Übung schon so alt ist, denn das ist das Schöne an der Gitarre, an der klassischen Gitarre vor allem, dass diese Schule von den großen Meistern an die Schüler immer weitergegeben wurde, ja, bis es schlussendlich hier auf YouTube landet. Und wir profitieren davon, wir starten mit der Übung und gehen gleich rein. Ich hoffe, du hast deine Gitarre zur Hand. Wenn nicht, schnapp sie dir, drück auf Pause. Wir drücken mit dem Mittelfinger hier am 5. Bund, dritte Seite. Also 1, 2, 3, 4, 5, das ist das C. 5. Bund, dritte Seite und drücken die Seite jetzt nicht durch, sondern wir legen den Finger einfach im ersten Schritt auf die Seite und spielen sie an. Mit der rechten Hand kannst du es mit dem Daumen machen oder mit dem Zeigefinger. Es knackst einfach, ein perkussiver Ton. Einfach auflegen, und das ist für viele schon sehr ungewohnt, dass man einfach nur die Hand, den Finger auf die Seite, die Hand ganz entspannt und locker am Griffbrett. Der Daumen klemmt nicht, er ist übrigens auch ziemlich gerade hinten am Griffbrett, macht keinen Knick hier, sondern wirklich sehr entspannt, einfach spüren, wie es sich anfühlt, den Finger auf der Seite zu lassen, ohne dass du sie durchdrückst. Im zweiten Schritt nun erhöhen wir die Kraft etwas. Es ist so ähnlich das Prinzip wie bei der Bremse beim Auto. Wenn du nicht weißt, wie fest du drücken musst, wo der Druckpunkt ist, damit das Fahrzeug stehen bleibt, zack, springt das Auto und ja, es ist nicht angenehm für eine flüssige Fahrt und genauso ist es hier nicht angenehm für ein flüssiges Gitarrenspiel, wenn man hier den Druck nicht kennt. Und deshalb der zweite Schritt jetzt, wir drücken so fest, dass die Saite einfach schnarrt. Also wir drücken den Ton nach unten hier hinter diesem Buntstäbchen wieder, aber es ist wirklich sehr wenig Kraftaufwand nötig, dass die Saite schnarrt. Also wir wollen hier bewusst einen unsauberen Ton erzeugen. Wie geht es dir dabei? Wenn du es nicht schaffst, diesen schnarrenden Ton zu erzeugen, starte, indem du einfach die Saite nach und nach immer etwas weiter zum Buntstäbchen drückst. Also du startest auch hier mit dem aufgelegten Finger und
langsam bis hier irgendwann schnarrt es. Das ist also der Druck, den wir brauchen. Genau das und ein bisschen mehr ist der Druck, den du brauchst, um den Ton schön zum Klingen zu bringen. Und im Schritt 3 machen wir das auch. Wir spielen den Ton einfach normal, schön klingend an. Wie einfach und locker sich das anfühlt. Das ist wie eine Therapie für die Hand, wie ein Spa für die Hand. Je fester wir spielen, desto fester müssen wir auch drücken, aber es ist auch nicht so fest, wie du jetzt denkst, weil Drücken und Griffe und es klingt immer so, als ob wir jetzt wirklich viel Kraft aufwenden müssten auf der Gitarre. Das heißt, man nennt das ja auch der Griff. Der Griff, das ist aber nicht was man greift, sondern echt wirklich locker spielen. Wir kommen jetzt auch zu den Griffen. Da ist es nämlich das Problem, dass viele mit Griffen starten. Und deshalb mag ich auch gern die klassische Methode, wo man zuerst mit einem Ton arbeitet und erstmal merkt, wie viel Kraft brauche ich überhaupt für einen Ton. Bei den Griffen ist es anders. Wir brauchen schon jetzt zum Beispiel A-Moll mehrere Noten gegriffen und das ist natürlich mit der Kraftverteilung das Problem, dass wir meistens 2 Finger unbewusst zu fest drücken und der dritte hängt irgendwie in der Luft. Und genau das gleiche Prinzip hier, wenn du Akkorde spielst, versuch mal im ersten Schritt die Hand aufzulegen und einfach mal zu erspüren, wo ist dieser schnarrende Punkt. Jede Seite mal einzeln anzuspielen. Na, okay. Du verstehst, was ich meine, also dass du wirklich hier ein Gefühl dafür bekommst, wie fest du auch den Akkord drücken musst. Natürlich sauber greifen, möglichst senkrecht aufsetzen, hinter den Buntstäbchen greifen und eine schöne Daumenposition ist hier auch entscheidend. Mehr dazu, das würde jetzt hier das Video sprengen, in einem kostenlosen Online-Training von mir, du siehst es unten unter dem Video verlinkt. Also, schnarren, im zweiten Schritt und dann drücken. Du wirst merken, es ist wirklich fast wie eine Entspannung dann, wenn du dann den Ton drückst. Eine Erlösung sozusagen. Schlag ihn hier mit einem geschlossenen Akkordanschlag mit den 3 Fingern gleichzeitig an. Der Daumen liegt auf einer Bassseite. Wie integrierst du das in dein Spiel? Wie kannst du es für dich verwenden, damit du eine lockere linke Hand hast und die Töne immer sauber klingen? Und zwar, du spielst deine Stücke mit schnarrenden Tönen. Das ist eine super Aufwärmübung auch, wenn du gerade startest und noch nicht aufgewärmt bist, die linke Hand noch etwas müde ist, einfach hier locker greifen. Ich demonstriere es mal an der spanischen Romanze hier. Der Nachbar kommt gleich runter und fragt Norman, was ist mit dir los? Aber genau das ist der Grund, warum ich dann auch sehr locker mich am Griffbrett bewegen kann und nicht am Ton klemme und zum nächsten Akkord ist es dann ein Kraftakt. Ja, also wirklich sehr locker hier und danach eben super entspannt und wirklich eine Erlösung und eine Wohltat auch für die linke Hand. Wenn du weitere Tipps haben möchtest, weitere Übungen wie diese, schreib es mir in die Kommentare. Wie geht es dir mit dieser Übung? Hast du sie schon gekannt? War das neu für dich und hat sie dir auch geholfen? Zusammenfassend, wir drücken alle ein bisschen zu fest auf der Gitarre. Versuch so locker wie möglich, so fest wie nötig zu greifen, um die Töne zum Klingen zu bringen. Schau, dass du die Finger schön senkrecht auf die Gitarre aufstellst, dass du keine andere Seite abblockst oder auch zum Schnarren bringst, indem du sie berührst. Und teile dir die Kraft gut ein. Man braucht wirklich sehr wenig Kraft. Das ist das Learning, das ich dir heute mitgeben will. Also nicht
die Griffe als solche nehmen, sondern wirklich, es ist ein Drücken, ein Spielen, es ist ein Spiel, einfach, Gitarrenspiel. Wie du die Songs sauber und musikalisch spielst, schau dir mein kostenloses Online-Training an. Ich verlinke es dir unten im Video. Ich wünsche dir noch viel Spaß mit der Gitarre. Musikalische Grüße aus Wien.